Ja, Schatz. Kannst wieder Gulasch machen. Gulasch gut. Dann noch eins drauf machen? Nee. Da klang, ey. Hm. So, Ding ist das kleinere davon, ne? Ja. Die war auch noch schnell rein. Voll den Hunger. Renne Mann und Söhne. So, kurz gucken. Mond geht gerade auf. Dann legen wir uns mal ein bisschen schlafen. Hatschipu machen. Ja, dann trinken wir mal wieder was. Die geht hundertprozentig auch nicht einmal auf Toilette. Was ich so merkwürdig finde. So. Der Mond braucht noch ein kleines bisschen. Fühlt 47 Grad. Okay. Gibt's was Köstliches? Weidfleisch mit. Oh. So. Jetzt, genau, jetzt habe ich nämlich den Hitzeschutz. Trinken wir noch was? Zack. Die heben wir noch auf. Batterie lassen wir mal hier. Die Sonne geht schon auf, ne? Aber hier ist es so dunkel. Ich werde Licht, sprach der Dante. Es ward Licht. Bitte? Oh, nee, kannst du wieder rausmachen. So, und wir müssen da noch. Aber jetzt haben wir ja noch diesen Hitzeschutz, also den Bonus, dass es uns nicht so schnell kalt wird. Und gerade voll verpeilt, verkehrt. Das ist nämlich nicht, weil ich kann ja nicht springen, man da hinten über den Zaun kommt. Weiß es nicht. Whatever. Trotzdem aber mal gucken.
Oh, hier ist nämlich dieser blöde Zaun. Schaut aus, als ob man da durchgehen kann. Ja. Wo uns doch ein kleines bisschen sparen. Du hast die Nacht nicht überlebt. Jedenfalls nicht alleine. Drücke der Einkehr. Okay. Das ist doch ein Bambi, oder? Ja. Ein Bambi. Oh, da hinten, wo es brennt. Da müssen wir wohl hin, oder? Solange keine Wölfe kommen, ist alles gut. Ja, den Bären möchte ich auch nicht begegnen, aber der ist glücklicherweise tot. Aber auch hast du jetzt mitgekriegt? Die hat nicht die besten Augen. Der Schneefel. Nüpp. 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 Okay. Ein Buntspecht zu dieser Jahreszeit? Stop! Ich kann mir schlecht vorstellen, dass es ein Vibrator ist, der an den Baum geklebt wurde. Mit Solarenergie läuft oder so. Also. Bei Orgasmus nur bei gestrahlenden Sonnenschein, ey. Gut. Ja, ich will erstmal dahin rein. Aha, da ist auch ein Auto drin. Stimmt, nur den Wagen in der Scheune da fit zu machen, wa? Daisy Limonade. Wie groß und klein. Trockenfleisch drinne. Brandbeschleuniger. Reinigungstabletten. Hm? Lampenöl. Wasserflasche. Ich will hier nur gucken, was drin ist. Ich will das gar nicht mitnehmen. Oh, okay, die Jeans stecke ich natürlich ein. Wegen dem Stoff. So, die Lebensmittel lasse ich mal drinne. Heizmittel auch. Eine Gewehrpatrone, die nehme ich mit. Kann man viel mitmachen. Zwar nicht hier in dem Spiel, aber... Spitzenpfirsiche, Kräutertee. Ah, eine gefrorene Leiche. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, das ist die Quotenleiche. Nee, die glaube ich nicht, aber hier ist ein Text für dich zum Lesen, mein Schatz. Nee, das ist nicht viel. Vorrats Lukennotiz der Waldflüsterer. Oh nein, nicht die. Der alte Knacker hat sich aus dem Staub gemacht. Gott weiß wohin. Aber er muss irgendwo Ausrüstung zurückgelassen haben.
So langsam gehen uns die Optionen aus. This stuff will come in handy. Ja, was haben wir in einer Geldkassette? Okay, Revolverpatronen bin ich krass, aber mit dem Bargeld hat man schon gerechnet. Lokale Legenden, die verlorene Höhle. Jetzt auch nicht gerade viel, oder willst du das vorlesen? Ja? Okay. Lokale Legenden, die verlorene Höhle. Die Suche nach der Höhle war in den letzten Jahren unter den wenigen jüngeren Bewohnern, die noch im idyllischen Tal verblieben waren, als Mutprobe sehr beliebt. In gewisser Weise war es eine Möglichkeit, der extremen Isolation dieser Gegend zu entfliehen. Eine Art Ausweg, ohne wegzugehen. Auch eine Möglichkeit. Dankeschön, mein Schatz. Bitte. Nehmen wir mit. Mal verbrennen. Also, man muss sagen, hier hat man definitiv sehr viel. Ich will nicht so viel mitschleppen. Das ist ein Eisbundspecht gewesen. Okay. Die Geldautomat ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ja, da fehlt die Batterie. That's got to be the community hall. Ente, meine Figur kommt aus der Ecke da nicht raus. Sie läuft gegen eine Wand. Muss ich das jetzt verstehen? Oh. Wie sind der da reingekommen? Nee, der kann da nicht raus dann. Ich frage mich gerade, wie der da reingekommen ist. Moment, Leute. Weil ich habe da eine Sperre reingefügt. Ich kann so auch wieder pingen. Ja, in diesem kleinen Abschnitt, da könnt ihr eigentlich gar nicht rein, aber irgendwie, keine Ahnung. Muss ich nochmal beigehen. Ah, ich hatte mein Sozial. Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire and warm up a bit. Crash site? How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago. I'm far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3 or was it 4 days ago?
The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But, I mean, it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Also ich will nichts sagen, ne, aber die sind irgendwie alle krank in diesem Spiel, ne? Die sehen alle so bleich aus. Bin ich schon echt, ja. Ja, cool. So, dann fangen wir mal mit dir an. Ja? Mit dir kann ich nichts anfangen. Okay. Mit dir auch nicht. Willst? Was denn der Willst? Eine Behandlung erforderlich. Alles klar. Diana, da braucht eine Hühnersuppe. Easy. Just gonna see if I can help. Eine Behandlung erforderlich. Der braucht einen Dante von. Franklin! I'll see if I can help. Bei jedem zu sagen bringt nichts. Let me have a look, okay? Das Leiden können wir behandeln. There. That should Ja, be eine better. ganze Menge. Eine ganze Menge, Fiana. Eine richtige Gulaschkanone, weißt du? Diese Größe. This might be serious. Nee, Insulin habe ich nicht. Let's see what's wrong. Neu? Unterkühlung. Alle irgendwie nur unterkühlt. Nee, auch nicht dran? Nee, auch nicht? Hab ich alle durch. Das wäre nur Unendlichkeitsreden. Also wenn die Patienten was vom Dante-Fang abbekommen würden, ja, dann sind sie sofort wieder wach. Einen riesigen Topf, den soll sie dir mal ausleihen. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold, and also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin and soon.
Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty, but you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. Well, how will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have.